In diesem Video geht es um die Fehlstellenergänzung an Pergament. Es werden verschiedene Vorgehensweisen gezeigt und die dafür benötigten Materialien vorgestellt. Fehlstellen sind zum Beispiel Löcher oder fehlende Bereiche im Pergament. Durch Fehlstellen im Pergament kann es zu einem Informationsverlust sowie einer Einschränkung des Erscheinungsbilds kommen. Aber vor allem entsteht die Gefahr, dass das Objekt weiter beschädigt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Fehlstellen zu ergänzen. Die Ergänzung kann mit neuem Pergament, rekonstituiertem Pergament oder Japan-Papierlaminat erfolgen. Ergänzungen mit neuem Pergament haben den Vorteil, dass man mit dem gleichen Material arbeitet. Neues Pergament kann sich in der Optik allerdings stark voneinander unterscheiden. Japan-Papier, Laminat und rekonstituiertes Pergament sind dem Pergament nur optisch ähnlich. Für die Fehlstellenergänzung werden folgende Materialien benötigt: ein Stück Folie, ein Stück Pergament, ein Folienstift, ein Bleistift, eine Schere, ein Skalpell, ein Pinsel, 3%ige Hausenblase und ein Leuchttisch. Um eine passende Ergänzung anzufertigen, wird eine Schablone verwendet. Dazu wird eine Polyesterfolie auf die Fehlstelle gelegt. Mit einem Folienstift wird die Fehlstelle nachgefahren. Eine weitere Linie wird im Abstand von 2 bis 3 mm gezogen. Dies ist der Bereich, der nachher auf das Original überlappt und ausgedünnt werden muss, damit es einen fließenden Übergang gibt. Um die Form auf das neue Pergament zu übertragen, kann ein Leuchttisch hilfreich sein. Das Pergament wird auf die Folie gelegt und mit einem Bleistift werden die Linien nachgefahren. Anschließend wird die Fehlstellenergänzung mit einer Schere ausgeschnitten. Von der inneren Linie aus wird das Pergament nach außen mit einem Skalpell ausgedünnt. Der Überstand der Ergänzung wird dünn mit Hausenblase eingestrichen. Die Ergänzung wird von der Rückseite auf die Fehlstelle geklebt und leicht angerieben. Anschließend wird sie zwischen Fliesen und Löschkarton leicht beschwert getrocknet. Für die Herstellung von rekonstituiertem Pergament werden folgende Materialien benötigt: demineralisiertes Wasser, MH300, Calciumcarbonat, Kaliumaluminiumsulfat, auch Alaun genannt, Hide Powder, Becherglas, Petrischalen, ein Spatel und außerdem ein Stabmixer und eine Waage. Zuerst werden die Feststoffe abgewogen. Es werden 8 Gramm Hide Powder, 0,3 Gramm MH300 und 2,8 Gramm Calciumcarbonat und 30 Gramm Alaun benötigt. Des Weiteren wird 1 Liter Wasser abgemessen. Etwa die Hälfte des Wassers wird in ein Becherglas gegeben. Das Hide Powder wird dazu gegeben und 2 Minuten lang mit einem Stabmixer gemixt. Die Lösung wird danach für 2 bis 4 Stunden stehen gelassen. Nun werden das restliche Wasser sowie MH300, Calciumcarbonat und Alaun dazugegeben. Das Ganze wird erneut für 2 Minuten lang gemixt und dann für 24 Stunden stehen gelassen. Vor der Verwendung wird die Lösung noch einmal durchgemixt. Es sollte nicht direkt am Objekt angefasert werden, da dadurch die Gefahr besteht, zu viel Feuchtigkeit in das Pergament einzubringen.
Schablonen eignen sich daher besser. Mehr zu der Anfertigung der Schablonen und dem Anfasern damit gibt es in diesem Video. Eine weitere Ergänzungsmethode sind Japan-Papierlaminate. Die Herstellung wird in diesem Video gezeigt. Japan-Papierlaminate lassen sich in der Farbe, Dicke und Oberfläche an das Pergament anpassen. Sie eignen sich besonders gut für flexible Ergänzungen wie an einem Buchrücken. Fehlstellen in Pergament sollten geschlossen werden, um das Risiko von Schäden zu minimieren und das optische Erscheinungsbild eines Objektes wieder zu beruhigen. Es gibt verschiedene Methoden, um Fehlstellen zu schließen. Die Auswahl hängt vom Objekt und der Art der Fehlstelle ab.